Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Das ist Kees Smit, 19 Jahre, Spieler des Turniers bei der U19 EM, nebenbei auch noch Torschützenkönig als Mittelfeldspieler und natürlich hat er das ganze Ding auch gewonnen. Und an diesem Talent ist Real Madrid interessiert. Was da los ist, erfahrt ihr natürlich in dem Video. Dann probieren wir heute auf diesem Kanal eine neue Kategorie aus. Die Kategorie heißt Portadas. Was ich damit meine, erfahrt ihr natürlich in dem Video. Und dann habe ich für euch auch noch einen neuen Wunderjungen entdeckt aus der Jugendabteilung von Real Madrid. Und ich muss sagen, dem Jungen beim Fußballspielen zuzugucken, macht enormen Spaß. Danach noch einige Informationen rund um Real Madrid. Es wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Video. Viel Spaß dabei. Zwei Spiele, 2 Verlängerungen, rote Karte, Elfmeter, Tore etc. Die Club-WM ist zurück und die Club-WM hat gestern nicht enttäuscht. Um 18 Uhr im brasilianischen Duell setzte sich Palmeiras gegen Botafogo durch ein Tor in der Verlängerung durch. Und ich muss sagen, es hat Spaß gemacht, dieses Spiel zu schauen. Der Torwart von Botafogo, ist trotz der Niederlage zum Spieler des Spiels gewählt worden. Also Palmeiras, muss man sagen, hat sich verdient durchgesetzt. Und mit den Brasilianern ist zu rechnen. Also, das war ein tolles Spiel. Im anderen Spiel, im Abendspiel, Benfica Lissabon gegen Chelsea, wurden wir Madridistas enttäuscht, denn Álvaro Carreras saß 120 Minuten auf der Bank. Einige vermuten, dass er vielleicht bei einem anderen Verein schon unterschrieben hätte und man keine Verletzung riskieren möchte, aber jeder kann seine eigenen Schlüsse ziehen. Tatsache ist, das Spiel hat bewiesen, warum es so wichtig ist, überdachte Stadien zu haben, dass Real Madrid im Santiago Bernabéu alles richtig gemacht hat. 5 Minuten vor Schluss führte Chelsea mit 1:0 und wegen 5 Minuten kam ein Gewitter in der Nähe auf. Das Spiel wurde für 2 Stunden unterbrochen. Es waren 117 Minuten, nicht ganz 120, also fast 2 Stunden. Und das Schlimmste, es hat in dem Stadion ist nicht ein Tropfen Regen gefallen. Das war wegen einem Gewitter, was innerhalb von einer halben Stunde entfernt war. Also, umso wichtiger, dass die USA für die WM nächstes Jahr Stadien baut, die überdacht sind. Wie dem auch sei, in diesen 5 Minuten ist dann das passiert, was passieren musste. Benfica kriegt einen Elfmeter. Ángel Di María macht den Elfmeter. Ein Ángel Di María, der gestern sein letztes Spiel für eine europäische Mannschaft gemacht hat. Ich werde diesem Jungen immer dankbar sein für seine Zeit bei Madrid. War das einer meiner Lieblingsspieler. Danach hat er sich nicht immer so gut benommen aus Sicht von einem Madridista, aber das ist ein anderes Thema. Ich werde ihm trotzdem dankbar sein. Im Endeffekt setzt sich Chelsea verdient mit 3:1 durch. Álvaro Carreras hat sich nicht verletzt. Mal schauen, wann der Transfer, ob er jetzt tatsächlich über die Bühne gerät. Ja, heute um 18 Uhr geht es weiter, die Spannung steigt. Ich freue mich tatsächlich auf das Spiel. Das ist nämlich Paris Saint-Germain gegen Inter Miami. Ich habe das letzte Mal schon Porto gejinxt, deshalb werde ich meine Meinung nicht sagen. Ich bin einfach gespannt auf das Ergebnis. Nicht, dass die Wetthäuser am Ende wieder so machen. Also, das ist das erste Spiel und das zweite. Heute Abend Flamengo gegen die Bayern. Für mich die Bayern klare Favoriten. Einige sagen, Flamengo kann da eine Überraschung erzielen. Ich sehe es erstmal nicht. Naja, das sind die Spiele für heute. Ja, kommen wir jetzt zu einer meiner Lieblingskategorien, Zuschauerkommentare. Und diesmal habe ich 2 ausgewählt. Einer, der hat mich sehr getroffen, fand ich sehr gut. Und den anderen fand ich so lustig, dass ich den mit euch teilen musste. Fangen wir mit dem ersten an. Das ist der vom lieben Sali, der schreibt: Ich mag Alaba sehr. Am Anfang habe ich nicht erwartet, dass er so ein charakterstarker Madridista wird, wie er es geworden ist. Toller Fußballer und ein noch besserer Mensch. Meiner Meinung nach ist die Zeit für Alaba abgelaufen, was nach so vielen Verletzungen überhaupt nicht schlimm ist.
Es macht wirtschaftlich einfach keinen Sinn mehr. Sollte Madrid weiter an ihm festhalten, würde es nur beweisen, was ein geiler Verein Real Madrid ist und seine Spieler in der schwersten Stunde nicht alleine lässt. Früher war es mal anders, aber die interne Politik hat sich geändert. Egal wie es mit Alaba kommt, ich bin glücklich, dass er bei uns ist. Ja, lieber Salim. Und da kann ich dich als erstes einmal beruhigen. Ja, Real Madrid hatte am Ende der letzten Saison Alaba angeboten, das gleiche wie bei Hazard zu machen. Ihn sein komplettes letztes Jahr zu bezahlen. Nicht wie es der FC Barcelona mit seinen Spielern macht, die vom Hof jagen etc. Nein, Real Madrid hat gesagt, wir bezahlen dein komplettes letztes Jahr, du darfst dir einen neuen Verein suchen. Alaba hat aber gesagt, ich glaube, ich kann dieser Mannschaft noch viel bieten. Ich möchte meinen Vertrag bei Real Madrid bis zum Ende spielen. Einige kritisieren diese Entscheidung, ich überhaupt nicht. Ich glaube nicht, dass ein Alaba das aus egoistischen Gründen macht. Die Kohle hätte der so oder so bekommen. Ich glaube, er hatte das Gefühl, ich habe noch den Fußball in mir, um Real Madrid zu helfen. Ja, und jetzt, nach seiner Verletzung, ist intern durch die Insider bei Real Madrid durchgesickert, Real Madrid wird Alaba auf keinen Fall vom Hof jagen. Die respektieren seine Entscheidung, dass er seinen Vertrag aussetzt, genau wie sie das bei Jesus Vallejo gemacht haben. Und Real Madrid wird Alaba keine Steine in den Weg legen. Sie werden ihn mit den Physios etc. unterstützen, so schnell wie möglich wieder fit zu werden. Und er wird sein letztes Jahr bei Real Madrid spielen. Respekt. Wenn man dann vergleicht, was ein FC Barcelona mit einem Ter Stegen gemacht hat, was sie versucht haben mit einem Frankie de Jong zu machen, was sie vor einigen Jahren mit einem Mirotic gemacht haben, der sagt euch nichts, der ist aus der Basketballabteilung. Genau das gleiche, was die mit Ter Stegen und de Jong gemacht haben, etc. Es gibt so viele Beispiele und trotzdem ist der Hass immer gegen Madrid. Es ist absolut unverständlich, was die wieder mit einem Nico Williams versuchen zu machen. Was sie mit dem nächsten U18-Talent machen, das ist ein Kapitel für sich, das muss ich in einem anderen Video machen. Das zweite Mal machen die das Gleiche. Die holen sich ein Talent von Porto und damit die an Porto keine Entschädigung zahlen müssen für seine Entwicklung, es ist ja so, dass man immer an die Jugendabteilungen Geld zahlen muss für die Spieler, die die Spieler entwickelt haben, hat der FC Barcelona, machen das schlau, tun diese jungen Spieler für ein halbes Jahr nach Kroatien in die 4. Liga. Dort spielen sie eine halbe Saison und danach, weil das eine Amateurliga ist, muss man diese Entschädigung nicht zahlen. Und das macht der FC Barcelona bereits mit dem zweiten Spieler. Alles um diesen Verein in den letzten Jahren ist shady, ist dreckig, etc. Und trotzdem kriegt Real Madrid immer die Kritik. Ich kann es nicht verstehen. Naja, wie dem auch sei, ich musste mir da mal Luft machen. Also, lieber Schein, keine Sorge, David Alaba wird bei Real Madrid mit Respekt behandelt und wird dieses Jahr noch ein Spieler von Real Madrid bleiben. Es sei denn, er entscheidet sich selber um. Ja, ich habe euch 2 Kommentare versprochen, der andere... Sorry, es tut mir leid. Es wird wieder Leute geben, die sagen, hau nicht auf Ancelotti rum. Das ist nur ein Witz. Ich respektiere den italienischen Trainer trotzdem, aber ich muss den Witz mit euch teilen. Und zwar ist das vom lieben Ilhan. Der hat geschrieben, habe einen Kommentar von einem spanischen Fan gelesen, Perez sollte Ancelotti anrufen und nochmal feuern. Hab mich kaputt gelacht. Jetzt sehen wir ein Team auf dem Feld und keine planlosen Individualisten. Also, wie gesagt, kein Hate an Carlo Ancelotti, aber ihr müsst zugeben, der war tatsächlich gut. Und ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ja, das ist ein ganz anderer Fußball. Das ist das erste Mal, dass ich wieder ein Systemfußball sehe bei Real Madrid seit einem José Mourinho. Ich hoffe, die Ergebnisse sind anders, denn ausgerechnet bei José Mourinho gab es keinen Champions-League-Titel. Und danach, als die Trainer kamen, die mehr auf, die Kabinentrainer waren, wie ein Zidane, ein Ancelotti, die Aura-Trainer, dann sind die Champions-League-Titel gefallen. Meiner Theorie ist das hier immer noch so, dass das daran lag, dass José Mourinho das Grundgerüst gebaut hat und die anderen Trainer auf diesem Grundgerüst aufgebaut haben. Aber da könnt ihr mir eure Meinung in den Kommentaren lassen. Ja, dann kommen wir jetzt zur neuen Kategorie Portadas. Portadas sind Titelseiten. Ich habe einen anderen spanischen YouTuber gesehen. Immer wenn er das macht, sind die Leute eskaliert. Ganz viele Klicks, das scheint den Leuten zu gefallen. Ich frage mich, ob es euch auch gefällt. Ich zeige euch die 2 Portadas, die 2 Titelbilder heute von Marca und vom AS.
sage euch, was da steht und ihr könnt mir in den Kommentaren lassen, ob ihr sagt, nee Mario, das ist cool, mach das bitte weiter so oder nee, brauchen wir nicht, lasst das mal bitte. Ich mache im Endeffekt das, was euch am besten gefällt. Ja, fangen wir mal mit der Portada vom AS an. Da seht ihr Gonzalo Garcia. Unten steht El Nueve estaba en casa. Was bedeutet die 9? Die war schon zu Hause. Also wir brauchen keinen Neuner holen. Die 9 ist schon in der Fabrik geboren worden, ist also schon da. Gonzalo erspart Real Madrid die Suche nach einem Stürmer. Er hat bereits 1 Assist und 2 Tore bei der Club-WM. Seit er 2014 in die Jugendakademie von Real Madrid gekommen ist, also vor 11 Jahren, hat er 155 Tore gemacht, 25 diese Saison für Castilla. Und Hernán Pérez, sein Ex-Trainer in der Jugendabteilung, wenn man ihm 50 Spiele gibt, wird er 50 Tore machen. Ja, darunter sieht man noch die Ergebnisse von gestern und dass Messi heute auf Paris trifft etc. Spanische Frauenbasketball, das geht uns ja nicht an. Also die Überschrift ging um Gonzalo. Ja, dann, wenn wir schon mal dabei sind, was hat El Marca geschrieben? Bei El Marca geht es um Arda Güler und zwar hat er geschrieben, Güler ist einer der großen Gewinner mit der Ankunft von Xavi. Neuer Trainer oder neuer Mister und gleichzeitig ist das die Schrift, also dass Arda Güler der neue Chef ist, der neue Mister, das ist ein Wortspiel in dieser Überschrift. Darunter, der Türke wacht als der neue Kompass von der Mannschaft auf. Und dann steht da auch noch, der Einschlag von Gonzalo macht Endrick und Mbappé nervös, die beide ihre Genesung beschleunigen, um schneller wieder ins Team zu geben. Und darunter steht Vida Nueva, neues Leben. Also, das waren die Überschriften von Marca und AS. Bevor ihr jetzt in die Kommentare geht und schreibt, ob ich das weiterhin machen soll oder nicht, denkt aber auch dran, es wird nicht jeden Tag nur eine Überschrift von Gonzalo Arda Güler sein. Manchmal gibt es auch Überschriften vom FC Barcelona, Bilbao, was auch immer. Also seid euch darüber bewusst. Ja, und dann kommen wir zu dem Thema, was viele von euch wahrscheinlich auch interessiert. Kees Smith. 19 Jahre. Wie gesagt, U19 Europameister, Spieler des Turniers, Torschützenkönig. Und jetzt kommt das Beste. Er spielt für den AZ Alkmaar und hat einen Transfermarktwert von 5 Millionen Euro. Wo kriegst du heutzutage einen Spieler mit einem Transfermarktwert von 5 Millionen Euro mit diesem Potenzial? Also, das ist eine dieser berühmten Chancen auf dem Transfermarkt, die sich ein Real Madrid nicht entgehen lassen darf, meiner Meinung nach. Denn was soll für 5 Millionen Euro bitte daneben gehen? Wenn er bei Real Madrid sich nicht in der ersten Mannschaft durchsetzt, kannst du ihn erstens gefühlt für Castilla immer noch gebrauchen mit 19 Jahren. Der ist genauso alt wie die Castilla-Spieler. Weiß Gott, vielleicht wird er sogar für Castilla geholt, obwohl ich glaube, der Junge würde nicht freiwillig in die 3. Liga gehen. Aber selbst wenn es für die erste Mannschaft von Real Madrid auf Dauer nicht reicht, der Junge ist 19. Warten wir mal 2-3 Jahre, dann ist der von mir aus 21, 22. Wenn es immer noch nicht geklappt hat, kannst du den wahrscheinlich locker für 10 oder 15 Millionen wieder nach Holland verkaufen oder irgendwo hin. Also, wie gesagt, meiner Meinung nach sind das diese Chancen des Transfermarkts, die ein Real Madrid sich nicht entgehen lassen konnte. Der Junge scheint unendlich viel Potenzial zu haben. Die U19 EM. Leute, das Turnier hatte ein sehr hohes Niveau. Das waren die besten 18-Jährigen jedes Landes. Naja, nicht ganz. Es gibt einige, die sind schon so gut, die spielen in der A-Nationalmannschaft, das weiß ich. Aber von den übrigen war er der Beste. 5 Millionen Transfermarkt. Also meiner Meinung nach klarer Kauf für Real Madrid. Kann im Mittelfeld jede Position spielen. Offensives, zentrales, aber auch defensives Mittelfeld. Ich habe Szenen aus dem Spielaufbau gesehen, wo ich mir gedacht habe, der Junge hat eine absolute Klasse und Ruhe am Ball. Und wir wissen alle, letzte Saison hat Ancelotti den Fehler gemacht, dass einige Spieler 60, 70 Spiele in den Knochen hatten. Das darf nicht passieren. Ich finde, ein Kees Smith sollte gekauft werden. Lass deine Meinung dazu in den Kommentaren. Ja, und dann, bevor ich das Video beende, es ist schon wieder länger, als ich gedacht habe, habe ich euch versprochen, ein Jugendtalent bei Real Madrid gefunden zu haben. Und dieser Fußballer heißt David Sanchez. Ich lasse jetzt mal parallel laufen und achtet mal auf die Ballführung von diesem kleinen Zwerg. Guckt mal, wie der den Torwart nochmal ausspielt.
Seine Übersteiger, wie der an den Gegnern vorbeidribbelt, das erinnert mich persönlich an den jungen Messi, ohne den Jungen direkt zu hoch zu halten. Aber das sieht schon krass aus, was der mit den Gegenspielern macht, die teilweise 1 oder 2 Köpfe größer sind als er. Wie ihr seht, auch ein toller Pass, dann das nächste Dribbling an den Leuten vorbei. Der scheint, boah, da wieder 1-2, geht vorbei, lässt den anderen noch aussteigen. Klasse Parade von dem Torwart. Also, David Sanchez ist die neue Sensation aus der Jugendakademie von La Fábrica von Real Madrid. Er macht den Bellingham-Jubel. Dann nochmal der Pass. Das ist übrigens der Sohn, auf den er den Pass gespielt hat. Guck mal bitte jetzt den Größenunterschied. Guck mal jetzt bei der Feier, wo die jetzt zusammenkommen. Der Junge, der ist ein Kopf kleiner als der andere. Und dieser kleine Zauberfußballer ist 2014 geboren. Der ist also 11 Jahre alt. Und ich muss sagen, diese Bilder haben mir so gefallen, dass ich die mit euch teilen wollte. Lasst eure Meinung zu diesem Jungen bitte in den Kommentaren. Und ja, das war's dann auch mit dem heutigen Video. Was haltet ihr von dem Video? Lasst das bitte, wie gesagt, in den Kommentaren. Liken, teilen, followen. Wir sind kurz vor den 10.200. Ich habe mich so gefreut, die 10.000 geknackt zu haben. Jetzt der Nachteil: Die nächsten Sprünge sehe ich nicht mehr in 10er-Schritten, sondern immer nur in 100er-Schritten. Und manchmal denke ich, oh, es passiert ja gar nichts. Aber im Endeffekt kommen dann die 100er Schritte. Wir sind vor dem nächsten, wir sind fast vor den 10.200. Also, wenn du Real Madrid-Content magst, wenn du Fußball-Content magst, lass ein Follow da. Und wir sehen uns morgen bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. ¡A la Madrid!